Es ist der 1. November 1755. Lissabon ist die Königin der Meere, reich durch Gold und Gewürze. Die Sonne geht über einer Stadt auf, die sich für unzerstörbar hält. Ein trügerischer Friede. Es ist Allerheiligen. Die Gassen sind leer, denn die Frommen drängen sich in die Kathedralen. In den prunkvollen Kirchen brennen tausende Kerzen. Der Duft von Weihrauch betäubt die Sinne. Doch die Natur kennt keine Gnade. Um 9:40 Uhr sendet die Erde erste stille Warnzeichen. Plötzlich verstummen die Gebete. Ein tiefes Grollen, wie Donner aus dem Untergrund, lässt das Blut gefrieren. Der Boden beginnt zu tanzen. Massive Steinwände reißen auf wie Papier. Das Inferno beginnt. Lissabon, das Juwel Europas, stürzt in den Staub. Noch ahnt der Mensch nichts, doch die Natur spürt das Unheil zuerst. In den Ställen von Belém bricht Panik aus. Der Himmel verdunkelt sich, nicht durch Wolken, sondern durch tausende Vögel, die schreiend das Weite suchen. In den Palästen beginnt das Kristall zu singen. Kronleuchter pendeln, obwohl kein Wind weht. Das Wasser in den Brunnen schlägt Blasen. Ein tiefes, mechanisches Grollen steigt aus dem Boden auf. Der Boden unter Lissabon verflüssigt sich. Der erste Stoß trifft die Stadt wie ein Hammer. Kirchenwände bersten. Der Steinregen begräbt alles unter sich. Heilige und Sünder gleichermaßen. Eine gigantische Staubwolke verschluckt die Sonne. Binnen Sekunden wird der helle Morgen zur grauen Nacht. 6 Minuten lang bebt die Erde. Eine Ewigkeit aus Lärm, Schreien und brechendem Gebälk. Als das Rütteln aufhört, herrscht eine gespenstische Stille. Lissabon ist ein Trümmerfeld. Die Überlebenden, weiß von Kalk und Asche, kriechen aus den Ruinen. Ihr einziger Gedanke: raus aus der Enge. Alle rennen instinktiv zum offenen Wasser, zum Tejo. Sie glauben, dort sicher zu sein. Ein tödlicher Irrtum. Am Ufer des Tejo drängen sich Tausende. Sie glauben, am offenen Wasser sicher zu sein. Doch der Fluss verhält sich seltsam. Plötzlich weicht das Wasser zurück. Wie von einem Giganten eingesogen, leert sich das Hafenbecken rasend schnell. Der Flussgrund liegt trocken. Uralte Schiffswracks, seit Jahrzehnten vergessen, ragen plötzlich aus dem Schlamm. Fische zappeln hilflos auf dem Trockenen. Die Menschen, getrieben von Gier, laufen hinaus, um Schätze zu bergen. Sie ahnen nicht, dass der Ozean nur Luft holt. Am Horizont wächst eine weiße Linie heran. Es ist keine Welle. Es ist eine massive Mauer aus Wasser, Schutt und purer Gewalt, die den Himmel verdunkelt. Der Tsunami trifft Lissabon. Die Menschen im Flussbett haben keine Chance. Am Cais das Columnas zersplittern die marmornen Säulen wie Glas unter der Wucht des Aufpralls. Das Wasser frisst sich in die Stadt. Schiffe werden wie Rammböcke in die Häuser geschleudert. Wer nicht erschlagen wurde, ertrinkt nun in den Gassen. Ein Strudel aus Möbeln und Leibern. Als das Wasser weicht, bleibt nur Schlamm und Stille. Doch in den Ruinen lauert der dritte Feind. Tausende Kerzen von Allerheiligen sind umgefallen. Sie entzünden Vorhänge und trockenes Holz. Ein Nordwind facht die Glut an. Während unten der Schlamm liegt, beginnt oben das Inferno. Das Feuer springt von Dach zu Dach. Es gibt kein Wasser zum Löschen. Die Brunnen sind zerstört. 5 Tage lang wird Lissabon brennen. Die Nacht wird zum Tag, erhellt vom Schein des Untergangs. Die Hitze ist so gewaltig, dass sie selbst auf den Schiffen im Fluss noch spürbar ist. Erde, Wasser, Feuer. Die apokalyptische Trias hat die Königin der Meere vernichtet. Doch inmitten der Asche regt sich etwas Neues.
Nicht Gebete, sondern purer Pragmatismus. Ein Mann tritt aus den Schatten des Königs. Sein Befehl? Begrabt die Toten und ernährt die Lebenden. Lissabon ist gefallen. Doch während die Ruinen noch rauchen, ist die Macht bereits geflohen. König Joseph I. ist gebrochen. Er leidet unter Klaustrophobie und weigert sich, je wieder ein Haus aus Stein zu betreten. Das Reich ist führungslos. Die Minister beten, doch der Himmel schweigt. Das Chaos regiert. Nur einer behält einen kühlen Kopf. Sebastião José de Carvalho y Melo, der spätere Marqués de Pombal. Er übernimmt das Kommando. Pombal fackelt nicht. Er entsendet Truppen in die Ruinen, um das Plündern sofort zu stoppen. Wer stiehlt, stirbt. Galgen werden errichtet, mitten in der Asche, gut sichtbar für alle. Über 30 Plünderer werden öffentlich gehängt. Die Botschaft ist klar, das Gesetz gilt auch in der Hölle. Um die Hungersnot zu verhindern, friert Pombal die Preise ein. Getreide wird beschlagnahmt und verteilt. Doch das größte Problem sind die Leichen. Tausende liegen verwesend in der Hitze. Die Seuche droht. Die Kirche verlangt christliche Begräbnisse, doch dafür ist keine Zeit. Pombal bricht ein Tabu. Er befiehlt, die Toten auf Kähne zu laden, ohne Sarg, ohne Gebet. Die Kähne fahren hinaus auf den offenen Ozean. Eine stille Prozession des Todes. Beschwert mit Eisen werden die Leiber dem Meer übergeben. Ein Sakrileg, das die Stadt rettet. Pombal will nicht nur Ordnung, er will Wissen. Er sendet Fragebögen in jede Pfarrei des Landes. Wann begann es? Wie hoch war das Wasser? Es ist die Geburtsstunde der modernen Seismologie. Die Daten ersetzen den Aberglauben. Und nun richtet sich der Blick auf den Wiederaufbau. Pombal wischt die alten Pläne vom Tisch. Lissabon wird nicht repariert. Es wird neu erschaffen. Auf einem leeren Blatt Papier beginnt die Zukunft. Pombal wischt die Vergangenheit vom Tisch. Er zeichnet eine Stadt der Vernunft. Ein strenges Schachbrettmuster ersetzt das alte Labyrinth. Die Baixa entsteht. Breite Boulevards für Licht, Luft und schnelle Fluchtwege. Doch die wahre Revolution steckt unsichtbar in den Wänden. Die Gaiola Pombalina. Ein elastischer Holzkäfig. Er soll bei künstigen Beben mitschwingen, statt zu brechen. Um das zu testen, lässt Pombal Soldaten marschieren. Ihr rhythmischer Tritt simuliert das Beben. Lissabon wird zur ersten Fabrik der Welt. Alles ist genormt, alles ist effizient. Während die Stadt wächst, stürzt in Europa das Weltbild ein. Philosophen wie Voltaire sind erschüttert. War Lissabon lasterhafter als Paris? Der Glaube an einen gütigen Gott stirbt in den Trümmern. Immanuel Kant sucht nicht mehr nach Sünden, sondern nach Fakten. Die Wissenschaft verdrängt den Aberglauben. Jahre später, die Baixa ist vollendet. Eine weiße Stadt aus einem Guss, gebaut für die Ewigkeit. Der Praça do Comércio öffnet sich zum Meer. Kein Palast für den König, sondern ein Platz für den Handel. Pombal regierte mit eiserner Faust. Er wurde gehasst, doch sein Werk hat Millionen Leben gerettet. Eine Wunde bleibt bewusst offen, das Convento do Carmo. Es steht bis heute als Mahnmal, eine Erinnerung daran, wie zerbrechlich unsere Zivilisation ist. Das Beben von 1755 war das Ende des Barocks. Und der schmerzhafte, aber notwendige Anfang unserer Moderne.